Heute sprechen wir über die lebenswertesten Städte Polens. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wie gerade erwähnt, werden wir über die lebenswertesten Städte Polen sprechen und dazu gibt es sogar ein Ranking, welches ich euch gleich zeigen möchte. Und zwar hat jemand etwas in meiner Facebook-Gruppe gepostet, was ich euch jetzt auch direkt zeige. Ich denke, dazu nehme ich euch am besten mit bei mir auf meinem Bildschirm, dann wird es wesentlich leichter sein, euch das alles zu erklären. An dieser Stelle lade ich auch selbstverständlich alle herzlich dazu ein, in meine Facebook-Gruppe mit beizutreten und ja, dann können wir auch gemeinsam über gewisse Themen hier diskutieren. So, jetzt schaue ich hier erstmal nach dem Beitrag, der hier gepostet wurde. Genau, hier haben wir schon den Beitrag und zwar hat der Stary Rybak einen Beitrag vom Polen-Journal hier gepostet. Ich denke, die meisten von euch kennen das Polen-Journal. Wenn nicht, klickt einfach mal drauf, schaut mal rein, was es da so gibt. Da ist auch der ein oder andere interessante Beitrag mit bei. Aber ich habe ja auch schon den Beitrag geöffnet. Wir werden jetzt hier nicht alles komplett durchlesen. Das würde, glaube ich, viel zu lange dauern. Aber hier haben wir auch ein Ranking von 16 Städten, die miteinander verglichen worden sind. Hier sehen wir auch schon Posen, Katowice, Opole an oberster Stelle, Białystok, Kielce, Warschau mehr an unterster Stelle. Wir werden uns auch noch gleich den Originalbericht dazu anschauen, beziehungsweise von da auch das Polen-Journal seine Daten bezogen hat, die Quelle hiervon. Das ist das Business Insider Magazin hier. Ja, das hier schauen wir uns auch gleich nochmal an, aber wir gehen hier auch nochmal auf den Originalbericht drauf ein. Da ist das alles noch ein bisschen detaillierter erklärt. Und zwar werden hier die 16 Städte hier miteinander verglichen. Polen besteht aus 16 Woiwodschaften und die haben jeweils aus jeder Woiwodschaft die Hauptstadt genommen und die einfach jetzt hier miteinander verglichen. Und das Ranking ist hier auch nochmal in 6 Kategorien aufgeteilt. Einmal Arbeitslosigkeit, Durchschnittseinkommen, Möglichkeit zu Wohnungen, Möglichkeit zum Arzt zu gehen über die staatliche Krankenversicherung NFZ. Man muss sagen, hier in Polen gibt es nur eine staatliche Krankenversicherung und das ist die NFZ. Darüber habe ich auch mal ein Video gemacht, packe ich euch auch in der Videobeschreibung rein. Oder sollte jetzt hier oben auch irgendwo aufblinken, könnt ihr euch das dann auch noch mal gerne anschauen. Dann haben wir hier auch noch die Kriminalität und die Luftqualität, die hier miteinander verglichen wird. Und so wie es auch hier steht, wer am Ende die wenigsten Punkte hat, gewinnt das Ranking. Wer die meisten, verliert das Ranking. Wie auch hier, grün ist gut, rot ist schlecht. Ja, und ich denke, wir gehen einfach mal hier Schritt für Schritt jeden Punkt einmal durch. Dann haben wir einmal die Arbeitslosigkeit. Anscheinend ist in Posen, Katowice, Warschau, Breslau die Arbeitslosigkeit am wenigsten. Hier Białystok, Kielce, Lublin, Łódź am meisten. Ich persönlich wohne in Łódź. Es ist jetzt auch irgendwie schwer, da irgendwie eine Meinung darüber zu bilden. Also ich von mir würde jetzt sagen, ich finde, in Łódź herrscht jetzt nicht so viel Arbeitslosigkeit, wobei man jetzt auch nicht den Arbeitslosen direkt auf den ersten Blick erkennt. Ich weiß aber, dass auf jeden Fall in Łódź sehr, sehr viel Arbeit gesucht wird, Arbeiter hier gesucht werden. Zum Beispiel in der Firma, wo ich arbeite, suchen wir auch ständig Leute. Und ja, also mich würde dann auch interessieren, wie hier die Arbeitslosen gezählt werden. Welche Art von Arbeitslosen sind das denn jetzt? Also was für eine Kategorie von Menschen sind das? Das würde mich mal sehr interessieren. Aber okay, die werden hier schon ihre eigenen Punkte haben, wie die das zusammengerechnet haben. Genau. Dann gehen wir mal hier weiter zum Durchschnittseinkommen. Ja, ganz klar, hier die obersten Gewinner, das ist Krakau, Danzig, Warschau. Das ist ganz klar, dass man da am meisten verdient, wenn man jetzt auf ganz Polen schaut. Hier sehen wir dann auch Białystok, Kielce ist weiter unten. In der Stadt, wo ich wohne, Łódź, ja, ist jetzt fast in der Mitte, so ja, unten in der Mitte, vielleicht ein bisschen weiter unten. Und man muss sagen, zwischen Łódź und Warschau ist ungefähr 1 Stunde Autofahrt. Aber man kann sagen, dass man wirklich in Warschau ungefähr 30% mehr verdient wie hier in Łódź. Ja. Also das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das wirklich so passt, dieses Ranking.
Dann schauen wir uns jetzt hier mal die Möglichkeit zu Wohnungen an. Ich finde das hier eigentlich sehr, sehr, sehr interessant, wie hier das Ranking aufgestellt ist, weil hier sieht man dann auch hier, dass Katowice oder auch hier zum Beispiel Łódź eine ganz, ganz gute Möglichkeit besteht, um sich eine Wohnung zu mieten. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es hier um Mietwohnungen geht oder vielleicht auch Wohnungen zum Kaufen geht. Das ist jetzt hier irgendwie nicht beschrieben, zumindest habe ich das jetzt hier nicht gefunden. Und in Warschau sieht die Wohnungslage ganz, ganz, ganz schlecht aus. Ich bin jetzt einfach mal der Meinung, ich weiß es nicht, dass in ganz Polen eigentlich man sehr gut Wohnungen kriegt. Die bauen hier wirklich wie die verrückten neue Wohnungen. Ich vermute, dass es hier eigentlich mehr eine finanzielle Lage ist. Zum Beispiel in Łódź kostet eine ca. 50 Quadratmeter Wohnung. Klar muss man auch schauen jetzt wo und in welcher Lage, in welchem Zustand die Wohnung ist. Aber zum Beispiel kann man hier schon eine 50 Quadratmeter Wohnung für 2.500 bis 3.000 Zloty kriegen. Im Zentrum oder nahe Zentrum. In Warschau kriegt man dafür vielleicht ein Zimmer oder vielleicht eine kleine Einzimmerwohnung, sage ich jetzt mal, ja, für diesen Preis. Und ich denke mal, wer ein bisschen mehr Geld auf den Tisch legt, der wird dann auch die Möglichkeit haben, überall eine Wohnung zu kriegen. Ja, und das ist einfach nur meine Meinung. Ich denke, hier spielt mehr das Finanzielle einfach eine Rolle. Dann haben wir hier die Möglichkeit, zum Arzt zu gehen über die staatliche Krankenversicherung. Dann ist hier Łódź an erster Stelle, dann haben wir Lublin, Kielce und Danzig danach. Wenn man hier weiter schaut, ja, Warschau ist dann schon ein bisschen schlechter, Breslau weiter in der Mitte, Stettin ist an ganz unterster Stelle. Was ich sogar ein bisschen merkwürdig finde, da kann ich euch zwei ganz, ganz kurze kleine Geschichten erzählen. Ich habe mal letztens mit jemandem geschrieben, auch jemanden, der sich hin und wieder meine Videos anschaut und der wohnt in Kolberg und der hat mir auch geschrieben, ja, Kolberg schön und gut, nur halt ist die Möglichkeit zum Arzt zu gehen etwas schlechter oder beziehungsweise man muss halt Wartezeit mitbringen. Und gerade heute war ich sogar mit meiner kleinen Tochter beim Augenarzt und jetzt müsst ihr ganz gut zuhören, ich war privat beim Augenarzt. Ja, also es ist wirklich nichts Schlimmes, das ist wirklich nur eine reine Routinekontrolle gewesen. Und wenn ich jetzt über die staatliche NFZ gehen würde, hätte ich erstmal einen Termin nächstes Jahr gekriegt. Aber dadurch, dass ich privat gegangen bin und dafür bezahlt habe, hatte ich schon nach 2 Wochen einen Termin. Das ist ja auch so ein bisschen so dieses ganze polnische System. Deswegen finde ich das jetzt ein bisschen merkwürdig, dass hier Łódź wirklich an oberster Stelle steht. Also wenn ich jetzt hier fast 6 Monate warten muss, um mit meiner Tochter zum Augenarzt zu gehen, um eine Routineuntersuchung zu machen. Deswegen, das ist, vielleicht haben wir auch einfach nur so einen Arzt uns ausgesucht, der wirklich keine Termine frei hat. Aber ist schon auf jeden Fall merkwürdig. Genau, das ist auf jeden Fall ein bisschen so meine Meinung zu diesem Thema. Dann haben wir Kriminalität und das finde ich eigentlich auch ganz, ganz interessant, wie das hier alles aufgestellt ist. Wie wir hier sehen, Rzeszów, Olsztyn, Lublin, Opole, da ist die Kriminalität anscheinend am wenigsten. Und wenn wir hier sehen, Katowice, Krakau, Łódź, Gdańsk, Stettin, Warschau, ich sage jetzt mal hier überwiegend die Städte, wo am wenigsten Arbeitslosigkeit herrscht. Und wo man das meiste Geld verdient, soll angeblich die meiste Kriminalität sein. Es kann sein, ich weiß es nicht. Meine Theorie ist eigentlich immer nur so, oder man sagt ja eigentlich, wo am meisten Armut herrscht, ist auch am meisten Kriminalität. Aber hier scheint das irgendwie umgekehrt zu sein. Also wie man ja schaut, hier verdient man am meisten, aber anscheinend ist ja auch die Kriminalität am höchsten. Kann sein. Ich kann jetzt nur von Łódź sprechen, also Łódź ist hier an drittletzter Stelle. Ich finde es hier mega, total sicher auf den Straßen. Ich kann hier bedenkenlos zu jeder Stunde auf die Straße gehen. Ich habe überhaupt keine Angst, hier rauszugehen. Auch ich kann auch hier bedenkenlos meine Frau abends rauslassen, ohne Angst zu haben, dass ihr irgendetwas passiert. Deswegen ist es für mich ein bisschen vielleicht ein Rätsel, was will Delikte hier aufgezählt werden, ob hier wirklich schwere Verbrechen aufgezählt werden oder vielleicht hier irgendwie, ja, ich habe meinen Parkschein nicht bezahlt oder so. Ob die das dann hier auch zur Kriminalität zählen, weiß ich nicht. Aber ich kann von mir selber sagen, in Polen grundsätzlich ist das sehr, sehr, sehr sicher. Und ja, das ist auf jeden Fall nur mein Statement dazu. Und ja, was ich hier auch noch interessant finde, ist hier die
die Luftverschmutzung bzw. die Luftqualität. Dazu habe ich auch mal ein Video gemacht, was ich euch in den Kommentaren oder in der Videobeschreibung packen werde. Wird auch vielleicht hier oben jetzt irgendwo aufblinken. Das finde ich nämlich ja auch sehr interessant, weil hier sehen wir, dass Warschau an allerletzter Stelle ist und Łódź in der Mitte steht. Warschau ist eine total versmogte Stadt, muss man auch sagen. Da sind Staus ohne Ende. Aber ich kenne Łódź sehr gut und hier, das ist hier brutal mit den Staus. Also zu Rush Hour, wenn man da irgendwie, weiß nicht, 8, 9, 10 Kilometer fahren will, dann kann man hier schon manchmal eine Stunde fahren. Also das ist hier wirklich, dann auch zu Rush Hour ist Łódź eine wirklich total versmogte Stadt. Deswegen ist es mir irgendwie auch ein Rätsel. Ich habe mir auch mal sagen lassen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber aus ganz Polen, habe ich mal irgendwo aus irgendeinem anderen Magazin rausgelesen, dass Polen oder Łódź hier mit unter den Top 10 Städten ist mit den schlimmsten Staus auf der ganzen Welt. Ob das jetzt der Wahrheit entspricht, weiß ich nicht. Ich war auch darüber ein bisschen schockiert, als ich das gelesen habe. Aber okay, was mir auch ein Rätsel ist, ist, dass Danzig weiter hinten steht. Also ich habe immer so dieses Gefühl, dass gerade die Städte, die am Meer sind, eigentlich so ein bisschen saubere Luft haben, da es ja die frische Meeresluft ist. Aber selbstverständlich kann das ja auch sein, die haben ja diese Messgeräte, wodurch dann auch die Luft gemessen wird. Und wenn die diese Luftmessgeräte an Stellen packen, wo ständig LKWs durchrasen, dann ist ja ganz klar, dass dann die Werte nach oben schießen und ja, dass dann auch hier dann zum Beispiel hier Städte wie Warschau, okay, das ist klar, aber zum Beispiel dann hier auch Städte wie Danzig oder Rzeszów. Rzeszów ist, ich kenne Rzeszów nicht, aber das ist mehr so eine kleinere Stadt und ich weiß nicht, ob da wirklich die Luftfeuchtigkeit so, nicht die Luftfeuchtigkeit, die Luftqualität wirklich so schlimm ist. Naja, ich finde das auf jeden Fall sehr interessant. Hier haben wir dann auch nochmal ein Ranking und jetzt, also genau das gleiche Ranking, nur hier auf dieser ganzen Polenkarte dargestellt. Deswegen schauen wir uns jetzt auch nochmal hier das Polenjournal an. Hier ist das dann noch ein bisschen detaillierter, ordentlicher dargestellt. Hier haben wir dann auch die Punkteverteilung, auch mit den deutschen Namen, finde ich auch nicht schlecht. Ich weiß, einige machen da manchmal Probleme mit, ja, das muss so heißen oder so. Ich finde, man kann beides sagen, ist meine persönliche Meinung auf jeden Fall dazu. Und ich war sogar sehr, sehr, sehr überrascht, dass in der Stadt, wo ich wohne, mehr in der Mitte ist und so Städte wie Warschau, Stettin, Danzig, Krakau wirklich weiter unten sind von den lebenswertesten Städten aus ganz Polen. Also ich kann von mir wirklich sagen, ich war schon in einigen dieser Städte. Und von der Attraktivität, jetzt nur von der Optik her, sind Städte meiner Meinung nach wie Krakau, Danzig, Stettin, Warschau vielleicht auch wesentlich schöner wie zum Beispiel Łódź. Also wirklich jetzt nur von der Optik her. Wie das jetzt mit dem Leben selber ist, kann ich jetzt nicht bestätigen. Seitdem ich hier in Polen lebe, lebe ich hier in Łódź. Ja, das Posen hier an oberster Stelle ist, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, das ist das auf jeden Fall. Eure Meinung zu diesem Thema würde mich wirklich sehr interessieren. Wie ernst man jetzt dieses Ranking nehmen kann oder wie wahrheitsgemäß das jetzt ist, kann man jetzt auch immer von beiden Seiten sehen. Ich denke, so eine Auswanderung und wo man leben möchte, ist ja auch ein bisschen so eine individuelle Sache, weil hier, wenn wir uns jetzt hier auch nochmal hier die Kategorien anschauen, jeder hat ja andere Bedürfnisse und wenn jemand zum Beispiel jetzt wirklich nur auf das Geld schaut, klar, dann zählt er in Städte wie Warschau, Danzig oder auch Krakau, aber wer zum Beispiel keine Großstadt mag, ja, der würde dann wirklich nach Warschau ziehen, weil da ist es wirklich rappelvoll, da ist wirklich Smog und überall Gebäude auf Gebäude. Deswegen, und ich bin dann auch der Meinung, dass eine Auswanderung immer individuell betrachtet werden muss. Und dieses Ranking kann man sich vielleicht so ja als einen kleinen Richtwert nehmen und vielleicht, ja, okay, dann kann man sich das ein oder andere vielleicht von abgucken. Aber mein Tipp, fahrt mal selber dahin, schaut euch das alles an und dann könnt ihr selber entscheiden, wo ihr leben möchtet. Wenn jemand von euch aus einer dieser Städte kommt, könnt ihr es mir mal gerne in den Kommentaren hinterlassen und mal eure Meinung zu diesem ganzen Thema sagen. Auch wenn ihr nicht in Polen wohnt, könnt ihr mir trotzdem mal gerne eure Meinung zu diesem ganzen Thema sagen. In diesem Sinne danke ich euch wirklich, dass ihr euch dieses Video bis zum Ende angeschaut habt. Bleibt gesund und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.